Hallo Freunde der Gesundheit, ich hoffe es geht euch gut. Bevor ich mit dem nächsten Thema anfange, möchte ich euch bitten, den Kanal zu abonnieren und wie immer weiter an eure Freunde und Bekannten weiterzuleiten, damit auch diese von diesen wichtigen Themen, von diesen wichtigen medizinischen Fakten profitieren können. Das heutige Thema ist für mich ein sehr interessantes Thema. Und zwar, wie kann ich ein langes, gesundes Leben führen? Das wünschen wir uns doch alle. Und das ist planbar. Wir müssen folgende Punkte umsetzen. Und ich habe circa 9 Punkte für euch zusammengesetzt. Ja? Der erste Punkt ist die Ernährung. Warum ist die Ernährung wichtig? Gerade in dieser Zeit der Fastfood-Ketten ist es wichtig, dass wir unserem Körper viele Vitamine, Nährstoffe und all das zuführen, was er nicht selber herstellen kann. Das heißt, anstatt Weißmehl viel Vollkornprodukte zu uns nehmen, was gut für den Darm, für die Darmtätigkeit ist. Anstatt rotes Fleisch besser weißes Fleisch, das heißt Fisch und Geflügel, weil diese enthalten viele Proteine und sind sehr gut für den Körper. Und wenn möglich, 5-mal am Tag Obst und Gemüse, eine Handvoll Obst und Gemüse, ja, das reicht eigentlich aus, damit der Körper genug davon erhält von den Vitaminen, die auch antioxidativ, somit gegen Krankheiten und Krebs wirken. Unsere Ernährung sollte auch ausgewogen und abwechslungsreich sein. Ja, das heißt, wir sollten nicht jeden Tag das Gleiche essen. Ja, so, der nächste Punkt ist Wasser. Natürlich ist das Lebenselixier in unserem Körper Wasser. Wir bestehen zu 3/4 Wasser, das habe ich ja mehrmals schon gesagt. Und unsere Nierentätigkeit ist von Wasser abhängig. Die Nieren produzieren 175 Liter Primärurin und scheiden ca. 2 Liter aus. Das heißt, 173 Liter werden wieder resorbiert. Damit unser Körper entgiftet werden kann über die Leber, brauchen wir regelmäßig frisches, kühles Wasser. Gerne fangen wir morgens mit 2 lauwarmen Tasse Wasser an und damit kann unser Stoffwechsel erstmal angekurbelt werden morgens, ja. Und diese 2 bis 3 Liter müssen auf den Tag verteilt getrunken werden. Natürlich im Sommer, wenn wir schwitzen, brauchen wir mehr Flüssigkeit, ja. So, der nächste Punkt ist Sport und Bewegung. Sport und Bewegung ist wichtig, damit unsere Muskelmasse nicht abgebaut werden kann. In dem Kontext sollten wir auch genug Proteine zu uns nehmen, damit die Muskelmasse nicht abgebaut werden kann. Ja? Wir wissen ja, die Muskelmasse ist unser Fettverbrennsystem, sind unsere Katalysatoren, unsere Atomkraftwerke. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass wir ca. 3-mal die Woche 20 bis 30 Minuten eine Sportart durchführen, die uns Spaß macht. Das ist ja wichtig, ja. Und je nachdem, wie wichtig uns dieser Punkt ist, können wir auch regelmäßig ins Fitnessstudio oder auch joggen, je nachdem, was auch unser Körper zulässt, in welchem Alter wir uns befinden, in welchem gesundheitlichen Verfassung. Das hängt von vielen Faktoren ab. Das heißt, wichtig ist, dass wir es machen. Der nächste Punkt ist regelmäßige Entspannung. Wir sollten mehrmals am Tag Entspannungsmöglichkeiten einbauen. Das heißt, nach jeder 3/4 bis 1 Stunde ca. 5 bis 10 Minuten Pause. Ja? Wasser trinken, kurz spazieren gehen, frische Luft schnappen. Ja? Das ist wichtig, damit unser Körper sich regenerieren kann. Der nächste Punkt, der 5. Punkt, ist gesunder Schlaf. Gesunder Schlaf bedeutet, dass wir ca. 6 bis 8 Stunden am Tag schlafen. Und zwar, wir müssen in die Tiefschlafphase kommen, in die REM-Phase, Rapid Eye Movement Phase, damit unser Körper sich erholen kann. Und wir müssen versuchen, das zu fördern, indem wir alle Störfaktoren kurz vor dem Schlafen abschalten. Ja? Und alles, was auch uns während dem Schlaf stört, abschalten. Das heißt, alle Störfaktoren, alles, was uns ablenken könnte, wissentlich, das müssen wir abschalten. Förderlich sind zum Beispiel Bücher lesen, leise Musik oder spezielle Getränke oder ein heißes Bad vor dem Schlafen wirkt auch förderlich. Ja? Der nächste Punkt ist frische Luft und Sonne. Frische Luft und Sonne sind in dem Sinne wichtig, weil natürlich unsere Konzentration abhängig ist von frischer Luft. Und gerade in dieser Phase der Corona-Epidemie ist es wichtig, dass wir das Fenster regelmäßig öffnen und Sturm lüften, damit sozusagen die abgestandene Luft voller Bakterien, Mikroben und Viren raus kann und die frische Luft mit sauerstoffreicher Luft rein kann. Sonne ist in dem Sinne wichtig, damit unsere Vitamin-D-Produktion, was wiederum wichtig für unsere Knochenerhalt, dass das gefördert wird. Natürlich dürfen wir nicht übertreiben, zu viel Sonne, gerade in dieser jetzigen Zeit, ohne Sonnenschutz führt zu Hautkrebs. Auch da müsst ihr euch bitte schützen.
Der nächste Punkt ist ein sehr wichtiger Punkt für mich, positive Gedanken. Positive Gedanken sind in dem Sinne wichtig, weil wir natürlich immer unsere Zukunft planen, fördern müssen. Und wenn wir morgens aufstehen und sagen, heute ist ein guter Tag, positives Mindset, positives Future Pacing, das heißt, ich mache meine Augen zu morgens nach dem Aufstehen oder kurz vor dem Schlaf und stelle mir mein Leben, mein Wunschleben vor, wie es sein sollte, dann fördert das unser Unterbewusstsein, dass es ins Bewusstsein umgesetzt wird. Das heißt, meine Träume werden dann in die Realität umgesetzt, ja? Und das kann ich jeden Tag meinem Unterbewusstsein suggerieren. Das ist sehr wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt von Hypnose, Therapie und von Trance-Sitzungen. Die digitale Auszeit, das bedeutet, das ist der 8. Punkt, dass wir was natürlich auch für mich schwer ist, und zwar Verzicht auf Social Media, 2 bis 3 Stunden am Tag sollte es circa sein, kein Fernsehen, nichts, sondern reine Entspannung, gerne ein heißes Bad, lesen. Ja, das heißt nichts, was mit Technik und Social Media zu tun hat, ja, damit unser Körper sich regenerieren kann und unsere Konzentration, unsere kognitiven Möglichkeiten gefördert werden. Der letzte Punkt, auch ein wichtiger Punkt, damit wir lange gesund bleiben in unserem Leben, ist Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen, die von den Kassen, vom Gesundheitssystem und von den Ärzten empfohlen werden, ja, damit wir frühzeitig Krankheiten, chronische Krankheiten, Krebs und Entzündungen und andere limitierende Faktoren in unserem Leben frühzeitig erkennen, behandeln, operieren etc. können. Diese 9 Tipps, die ich gerade beschrieben habe, sind sehr wichtig, um ein langes, gesundes Leben zu haben, ein langes, gesundes Leben zu führen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr lange gesund bleibt und ein glückliches, ein schönes und vor allem ein erfülltes Leben habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute vom Herzen. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Euer Dr. Majid.